Wenn Menschen fragen, ob das Universum einen Anfang hatte, haben sie meist zunächst ein falsches Bild vor Augen. Sie stellen sich einen schwarzen, leeren Raum vor, in dem plötzlich, ping, irgendwo ein Feuerball explodiert. Und das soll die Geburtsstunde von allem sein. Doch dieses Bild ist irreführend, denn es setzt voraus, dass vor dem Ereignis ein leerer Raum existierte. Die moderne Kosmologie widerspricht dem. John Mather von der NASA erklärt, dass der Urknall kein Feuerverkörper war, der in einem Ort mit einem Zentrum explodierte. Es war die Expansion des Universums selbst, die überall gleichzeitig entstand. Und sobald man überall gleichzeitig sagt, beginnt man bereits die gängige Vorstellung eines Anfangs zu lockern. Den Anfänge im Alltag finden irgendwo vor einem bestimmten Hintergrund und mit einem bereits tickenden Taktgeber statt. Das Universum bietet unsere Bequemlichkeit nicht. Das tut es nicht, das bedeutet nicht, dass der Urknall falsch ist. Im Gegenteil, die Beweise für ein heißes, freies Universum sind extrem stark. Wir sehen Galaxien, das sich voneinander entfernen. Und wir sehen deren Ströme aus der frühen kosmischen Geschichte, die sich über den Himmel ausbreitet. Der kosmische Mikro kennt gerade Hintergrundstrahlung. Die NASA erklärt, dass dieses Licht durch der Zeit stammt. Als das Universum etwa 380.000 Jahre alt war und die Materie so weit abkühlte, dass sich Licht endlich frei ausbreiten konnte. W. kartierte diese Temperaturschäde im gesamten Himmel und Planck maße später mit noch größeren Präzision. Die ehrliche Aussage glaubte also nicht, der Urknall hat nicht stattgefunden. Die ehrliche Aussage glaubte, der Urknall beschreibt eine Frühheit. Heißt in dieser Phase der kosmischen Entwicklung mit Außerrad entwickelt genau ich, aber nicht automatisch sagen sie uns, ob die Realität selbst dort in einem absoluten philosophischen Sinne ihren Anfang nahm. Das sind erstaunlich präzise. Das Jet Propulsion Laboratory der NASA berichtete an von Planck Daten, dass das Universum etwa 13.000 Universum etwa naturell ist und dass die Relichtstrahlung die Keimzellen offenbarten. Aus den späteren Galaxien entstanden. Die ESA veröffentlichte Planck Daten und lieferte eine verfeinerte kosmische Zusammensetzung. Etwa 4.009% gewöhnliche Materie, 26.008% dunkle Materie und etwa 68,3% dunkle Materie und etwa 68,3% dunkle Energie. Zusammen mit einer Hubble-Konstante von etwa 67,15 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec, basierend auf einer Analyse aus dem Jahr 2013. Doch faszinierend daran ist, diese Messungen verraten uns, wie das Universum einst beschaffen wurde. Nachher verwandelte sich in ein heißes Plasma und wurde später lichtauflüssig. Sie sind eine Momentaufnahme eines jungen Universums, kein Polarisei-Foto des Augenblicks der Geburt selbst. Man kann vielleicht einen Mann anhand seiner Fuß und Fingerabdrücke erfahren, ohne jemals seine Mutter kennengelernt zu haben. Ebenso kann die Kosmologie die frühen Stadien rekonstruieren, ohne bereits geklärt zu haben, ob es überhaupt ein erstes Stadium gab. Hier tappen wir in die Falle der Worte. Den Fang klingt einfach, weil es im Alltag einfach ist. Ein Buch beginnt auf Seite 1. Ein Film beginnt mit dem Einschalten des Projekts. Ein Fußballspiel beginnt mit dem Anpfiff.
Da called dies Beispiele setzen drunter großer Birneverrusch auf der Anfang stattfinde. Es gibt bereits seit außerhalb des Ereignisses. Es gibt bereits einen Ort außerhalb des Objekts. Für das Universum könnte dies ein Name unzutreffend sein. Wenn die Zeit selbst Teil des Systems ist, dann ist die Frage nach dem Anfang der Zeit vergleichbar mit der Frage nach dem Ort nördlich des Nordpols. Es ist ein grammatikalisch korrekter Satz, der physikalisch scheitern könnte. Deshalb verstehen die tiefgründigsten kosmologischen Modelle den ersten Augenblick nicht einfach weiter in die Vergangenheit. Sie hinterfragen, ob ein erster Augenblick im Blicken Sinne überhaupt der richtige Begriff ist. Die Inflation macht die Geschichte nachher interessanter. Alan Guth, dessen Arbeit die inflationäre Kosmologie begründete, beschreibt die Inflation als eine Art Vorgeschichte des klassischen Urknalls, eine kurzfristige, extrem schneller Expansion. Dazu betrachtet zu erklären, warum das Universum so gleichmäßig und flach ist und warum winzige Quantenfluktuationen später zu Galaxien wurden. Anders ausgedrückt, die Inflation trägt besser zum Verhältnis des Urknalls bei all das alte Lehrbüchermodell. Doch Guth ist borstig. Mit der gebotenen Sorgfalt, wie es sich für einen Physiker gehört, in seiner Berechnung im MIT erklärt, dass die Inflation plausible Antwort nach viele Fragen zum frohen Universum liefert, aber dennoch nicht die Frage nach einem absoluten Anfang lässt sich nicht allein durchklären. Dies Frage, so sagt bleibt offen, der am Hand einer der zentralen Architekten der modernen Theorie des frühen Universums bereits zu Vorsicht. Der Ressel sie ein erfolgreiches Modell der frühen Expansion nicht mit einer endgültigen Antwort auf metaphysische Fragen. Dann kommt ein Theorem ins Spiel, das oft missbraucht wird, das Borde-Guth-Vilenkin-Theorem. Es wird häufiger so dargestellt, als beweise es endgültig den absoluten Anfang des Universums. Doch das Theorem selbst sagt etwas Präziseres und eingeschränkteres außen. In der ursprünglichen Zusammenfassung auf sie argumentieren die Autoren, das sei ein kosmologisches Modell, das sich aufbläht oder auch nur schnell genug expandiert, nicht unbegrenzt in die Vergangenheit entlang bestimmter Pfade fortgesetzt werden kann. Präzis formuliert sind solche Raumzeiten der Vergangenheit sind komplett. Das bedeutet, dass die Inflation allein nicht die ganze Geschichte der Vergangenheit erklären kann. Nicht die Wissenschaft hat einen Moment der Schöpfung aus dem Nichts bewiesen. Das bedeutet, dass man, wenn man die Inflation rückwärts betrachtet, mathematisch an eine Grenze stößt, an der die Inflation allein nicht mehr ausreicht und andere für sich und etwas Schlechtes eingreifen müssen. Das ist nur subtiler aussieht, aber gerät die Subtilität bewahrt die Ehrlichkeit der Wissenschaft. Beachten wir nun, was diesen mit der gängigen Frage macht, wenn das Theorem besteht, dass die Inflation nicht unendlich in die Vergangenheit ausgedehnt werden kann, rufen viele Verha. Also hat das Universum begonnen, nicht so schnell. Vergangenheit unvollständig ist nicht deshalb wie absolut begonnen. Es bedeutet lediglich, dass eine Beschreibung bei Extrapolation in die Vergangenheit versagt hat. Und das ist ein bekanntes Phänomen in der Physik. Newtons Gravitationstheorie versagt bei Schwartens und Lokenen. Niemand schließt daraus, dass die Gravitation selbst nie existiert hat. Die klassische Physik versagt innerhalb von Atomen. Niemand behauptet, Elektronen seien verkörnend. Das Versagen eines Motors ist eine Einladung dazu tiefergehenden Theorien
Wenn Kosmologie also fragen walls, do bei der ganzen Grinche deren Flasche neersitzt, schmuggeln sie keine Fantasie heine nie. Sie tun, was die Physik immer tut, sie folgen den Gleichungen, bis sie ihre Gültigkeit verlieren und suchen dann nach der darunterliegenden Ebene. Einer der bekanntesten Versuche, diese tiefe Schicht zu beschreiben, ist der Hartle-Hawking-Vorschlag der grenzenlosen Existenz. Stephen Hawking, James Hartle-Hawking-No-Boundary-Modell, Thomas Hertog lauern in der Hand einer wunderbar anschaulichen Idee. Das Universum ist in der Vergangenheit vielleicht endlich, hat aber keine Grenze oder Kante, ähnlich wie die Erdoberfläche endlich ist, aber keine Kante besitzt. Der Fang gleicht daher dem Nordpol als einer scharfen Startlinie. In ihrer Wiedererklärung sagen Hawking, Hartley und Hertog, dass Raum und Zeit im frühesten Stadium verschieben nun das Universum quantenmechanisch mit Hilfe einer Wellenfunktion beschrieben werden sollte, die auf Richard Feynmans Idee der Summe über Historien basiert. In diesem Bild ist die früheste Region keine geholnische tickende Zeit. Seit dem klassischen Sinnen der Stadt später, wenn das Universum was und die Inflationser und die Inflationser Intehang der klassischen Geschichte betrachtet. Die Frage was deshalb vor dem Anfang. Skade für also most Messias, demselben Grund wie die Frage schad was liegt des Schupels. Die Geometrie hat den Bereich abgerundet, in dem wir eine Kante erwartet hatten. Das ist der Sinn, in dem das Universum möglicherweise kein Anfang nicht etwa, weil die Heißfest des Urnals imaginär wäre, nicht weil die Hattest waren, und nicht weil Physiker gern in Rätsel sprechen, sondern weil die Gangeschwurstelung vom ersten Moment umso unsicherer wird. Gernste man Quantentheorie und allgemeine Relativitätstheorie gemeinsam mengt. Ein Anfang ist eine zeitliche Grenze, da wenn Zeit auf der tiefsten Ebene nicht fundamental ist, wenn sie emergent approximativ etwa ist, das nur im großen klassischen Universum auftritt, dann ist die Frage nach dem Anfang der Zeit vergleichbar mit der Forderung nach dem westlichsten Punkt eines Kreises. Diese Forderung beinhaltet eine versteckte Annahme, die Struktur nicht erfüllt, und die Physik hat die unangenehme Angewohnheit, versteckte Annahmen bloßzustellen. Die Wissenschaft, wenn es sie staut, verliebt sich nicht in ihre jene Pause. Der Vorschlag eines grenzenlosen Universums ist nicht allgemein anerkannt. Quantenberechtigt als der weiteren Gegenstand intensiver Debatten ist, insbesondere nach dem Arbeiten von Neil Turk, Lobfeldberger und Jean-Luc Lehners in Frage gestellt haben. Ob die Mathematik des Vorschlags an plausibles, gleichmäßiges Universum im Sinne von Hawking und Hartle ergibt. Befürworter argumentieren, die Kritik hinge davon ab, wie man mit dem Faden-Integral und der Integrationskontur umgeht. Kritiker sagen, der ursprüngliche Rahmen sei so vage und kein so stark schwankend und physikalischen Ergebnissen führen. Das ist keine Schande. Es ist der Prozess. Wenn ein Modell elegant ist es das schon. Wenn es Kritik standhält, ist es Wissenschaft. Die Schlussfolgerung lautet also nicht der Vorschlag eines grenzenlosen Universums ist wahr, sondern vielmehr seriöse Physiker haben mathematisch explizite Modelle in durchgedober. In denen das Universum keinen traditionellen Anfang besitzt und über diese Modell wird auf die richtige wissenschaftliche Weise diskutiert. Es gibt dadurch andere Möglichkeiten. Roger Penroses argumentiert in seiner konformen cyclischen Kosmologie
dass der sogenannte Urknall möglicherweise gar nicht das erste Ereignis war, sondern der Übergang von einem früheren kam. In seinem Modell lässt dies die ferne Zukunft eines Jupenes Universums nach Expansion der Dünung und dem Vorherrschen der kosmologischen Konstante mathematisch mit dem Urknall des nächsten Universums in Einklang bringen. Das Universum in skalenfreien Grenzfallseingrisse ist. Penrose zufälliges Dunkelenergie, verstanden als kosmologische Konstante, für die Tragfähigkeit dieser Idee unerlässlich. Dieses Modell zutrifft ist eine andere Frage, doch seine Existenz ist bedeutend. Das die Physik konkrete Rahmenbedingungen bietet, in denen unser Urknall nicht der absolute Anfang, sondern lediglich der Beginn eines Zyklus ist, dort unser beobachtbares Kapitel noch einmal. Es geht nicht darum, dass einer dieser den Morgen früh richtig sein muss. Es geht darum, dass die moderne Theorie uns nicht länger zwingt, das Universum als eine Geschichte zu betrachten, die einfach aus Seite 1 beginnend. Die Beobachtungsseite sorgt derweil für Disziplin. Plancks Karten bestätigten das Standardmodell der Kosmologie mit außerordentlicher Genauigkeit. Durch diese halbe Ökonomalien hervor eine hemisphärische Asymmetrie, unerwartet schwache Fluktuationen mit großem Winkel und den bekannten kalten Fleck. Die Zusammenfassung des JPL der NASA weist auf ungewöhnliche Merkmale hin, die nicht perfekt in das einfache Bild passen. Dies Anomalien nicht ein Universum ohne Anfang zu beweisen, waren unverantwortlich. Dass sie Erinnerungen daran, dass das Standardmodell der Kosmologie so großartig es auch sein mag, möglicherweise nicht die endgültige Fassung darstellt. Wenn die Daten einerseits perfekt zusammenpassen und andererseits in Gerimmtheiten offenbaren, ist blinder Glaube oder theatralische Rebellion die richtige reflexionelle Rebellion. Die richtige Reaktion ist weiter zu messen. Das Universum muss nicht auf Anhiebchen ergeben. Fragt man also, nicht warum hat das Universum keinen Anfang? Ist die wissenschaftlichste Antwort etwas spitzfindig. Vielleicht, weil von der Fallstäbe für das ist, was das Universum aussteht, was das Universum ausmacht. Der Urknall ist real allein Denke, Heißer und dichter Zustand, die Beweis dafür Schindebärwaltigen. Durch weiter die Fische in die Vergangenheit zurückdenkt, desto weniger handhält das Universum einem Objekt, das im alltäglichen Sinne entstanden ist. Die Inflation skinnt hören die Vorgeschichte aus den Göttingen zu sein. Das Borde-Guth-Vilenkin-Theorem beschägt, dass die Inflation nicht ausreicht, die gesamte Vergangenheit zu beschreiben, nicht, dass die Philosophie geschickt hatte. Der Vorschlag eines grenzenlosen Kosmos besagt, dass die Zeit sich abrunden konnte, bevor sie einen ersten Augenblick erhöht wird. Penrose meint unser kosmischer Entstehungsgrund ein Übergang aus einem früheren Zeitalter sein. Zusammengenommen führt das zu dem ehrlichen Schluss, dass ein absoluter Anfang nicht durch Beweis belegt ist in ein grenzenloser Kosmos eine durchaus realistische wissenschaftliche Möglichkeit darstellt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis im Sinne Feynmans. Das Universum ist nicht dazu da, unsere Sehnsucht nach einfachen Ursprungsgeschichten zu befriedigen. Wenn ich öffnen darf, das oder da erforscht zu werden, wenn die Beweis darauf hindeuten, dass das hindeuten, dass das frühe Universum heiß war, akzeptieren wir das.
wenn de gleichungen Heiligen, dass die Zeit selbst emergent sein könnte, akzeptieren wir auch diese Möglichkeit. Wenn konkurrierende Modelle aufeinanderprallen, wählen wir nicht das Bequemste, sondern das der Realität standhält. Die Freude liegt nicht darin, die Natur in unser Lieblingsmodell zu pressen. Die Friede liegt daran, zu entdecken, dass die Natur klüger ist als dieses Modell. Vielleicht hat das Universum also keinen Anfang, nicht weil die Wissenschaft die Ewigkeit auf einfache, predigtartige Weise bewiesen hat, sondern weil es die alte Vorstellung eines kosmischen Starkes mit zunehmender Tiefe auflässt. Was blieb ist etwas, wie aus Gewissheit eine Landkarte der Beweis. Einige gewagte Theorien und das Privileg, nicht über das lügen zu müssen, was wir noch nicht wissen,